Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ganz gerne mal unsere N-Cube Korknester stehen vorstellen. Genau genommen sind es halt keine Reinnester, sondern es sind halt Korkeinsätze, ja, oder Nesteinsätze, die man wunderbar halt in solche Ameisenfarmen einfach so einschieben kann oder halt in so einen Arena-Einsatz. Die passen also insgesamt in dieses gesamte Sortiment der Größe L, also mit einem Plattenabstand von 20 mm, wunderbar rein. Unterschied zwischen Farm- und Arena-Einsatz sind zum einen, dass die Farm extern, also außerhalb, und der Arena-Einsatz in der Arena platziert wird. Der Arena-Einsatz verfügt über zwei Öffnungen an der Vorderseite, der von den Ameisen als Zugang zum Nest verwendet wird. Die Tiere gehen also von unten nach oben in das Nest. Zudem kann der Arena-Einsatz zum Umsetzen oder zum Überwintern aus der Arena genommen werden. Bei der Farm gibt es noch zwei Öffnungen an den Seiten. Diese werden aber nicht als Zugang, sondern zum Entwässern oder Belüften verwendet. Wenn ich jetzt diesen Korkeinsatz hier einsetzen möchte, ja, dann nehme ich halt einfach den Deckel hier von diesem Arena-Einsatz ab oder halt von dieser Ameisenfarm. Ja, dann schiebe ich das Ganze hier einfach vorsichtig rein. Ja, verschließe das Ganze. Und dann kann ich das hier in diese Arena dementsprechend einfach reinstellen. Ich habe hier nochmal so zwei Klebepunkte. Damit kann ich das Ganze fixieren, dass mir die Farm halt nicht nach vorne fällt. Kork ist chemisch neutral. Seine Struktur ist flüssigkeitsundurchlässig und bewirkt im Kontakt keine chemische Reaktion. Die erhöhte Beständigkeit gegen Verrottung, Pilz- und Schimmelbefall verdankt der Kork unter anderem dem Pflanzengerbstoff Tannin und dem Mangel an Eiweißstoffen. Besonders ist natürlich jetzt bei diesen Nestern, dass sie diese vorgefertigten Kammern-Gänge haben. Ja, und dadurch sind sie natürlich für viele Ameisenarten geeignet. Insbesondere natürlich für Arten, die auch im morschen Holz leben, ja, also Totholz, was auch in der Natur so vorkommt. Und verfügbar haben wir das Ganze halt in den Größen 10x10, 20x20 und 30x30. Das sind diese quadratischen Formen oder die rechteckigen Formen 20x10, 40x20 oder 60x30. Ameisen sind sehr saubere Tiere, die ihre Abfälle aus dem Nest tragen. Trotzdem kommt es vor, gerade bei kleineren Kolonien, dass sie halt, wenn sie in einem zu großen Nest leben, ihre organischen Abfälle wie Futterreste, Exkremente und verstorbene Tiere im Nest lagern. Diese können dann natürlich schimmeln. Die Zugänge zu den anderen Kammern können hier mit passendem Bodensubstrat versperrt werden, so dass die Tiere erst mit dem Wachstum der Kolonie die anderen Kammern und Gänge öffnen und dann für sich nutzen. Die Ameisen werden nach einiger Zeit hier auch selber das Korknest erweitern, indem sie hier kleine Stücke aus dem Kork beißen. Insofern kann die Kolonie hier das Nest auch nach eigenen Bedürfnissen erweitern. Ja, wenn ihr hier zum Beispiel schon so ein N-Cube Starter-Set Kork von uns habt, dann könnt ihr es natürlich auch erweitern. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel hier mit so einem Arena-Einsatz 20x10, mit diesem Korknest 20x10. Ja, das könnt ihr halt dann einfach hier drinnen nochmal so platzieren. Dann haben die Tiere hier die Möglichkeit natürlich dann auch, sich hier nochmal zu ergänzen. Oder ihr nehmt einfach eine weitere Farm, die könnt ihr hier an der Seite hier dann einfach nochmal so anschließen, so dass die Tiere hier die Möglichkeit haben, sich das Nest weiter auszubauen. Oder wir nehmen einfach so richtig gleich so ein großes Nest, ja, so eine große Ameisenfarm. Und wie man so ein Nest halt auch an so ein bestehendes System anschließt, das würde ich euch jetzt mal zeigen. Wie man unschwer sehen kann, haben die Tiere kaum noch Platz. Das heißt, diese Ameisenfarm aus Kork ist total voll. Wir haben zusätzlich hier noch einen Baumstamm mit drin, der ist von innen hohl, den haben sie jetzt auch nochmal als Nest genommen. Und der Rest der Tiere befindet sich jetzt hier in der Arena und hat kaum noch Platz. Es ist also allerhöchste Zeit, dass wir diese Anlage erweitern, dass die Tiere die Möglichkeit haben, in ein weiteres Nest zu ziehen. Ich habe hier diese Ameisenfarm mit einem fertigen großen Korknest schon vorbereitet und das würde ich jetzt einfach mal anschließen. So, dann schließe ich das Ganze hier mal an. So, jetzt löse ich hier die Verbindung. Das wird gleich ein bisschen krabbeln, aber die Tiere sammle ich dann einzeln nochmal ein. Zack, schließe das Ganze hier rüber an und das Ganze mache ich dann hier zu. Und die eine Arbeiterin, die abgehauen ist, die packe ich dann gleich nochmal in die Anlage. So, dann können wir jetzt mal anschauen, wie die Tiere die ganze neue Anlage jetzt annehmen. Bei vielen Arten aus trockenen Regionen muss das Nest überhaupt nicht befeuchtet werden, da das Wasser aus der Tränke, welches die Tiere zum Nest tragen, ausreicht.
Für Arten aus feuchten Regionen sollte die Befeuchtung vom Nest von oben mit einer Pipette erfolgen. Da Kork kaum Wasser aufnimmt, sammelt es sich in den Poren oder fließt gleich nach unten durch. Man sorgt also eher für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das Nest sollte aber nicht im Wasser stehen. Da bei dauerhafter Feuchtigkeit im Kork auch ein Fäulnisprozess stattfindet, ist das Korknest natürlich langlebiger, wenn darin auch nur Arten aus trockenen Regionen gehalten werden. Es können aber natürlich auch viele Arten aus feuchten Regionen in diesen Korknestern gehalten werden. Also es ist natürlich auch möglich, nicht ausgeschlossen. Ja, weil Fäulnis an sich ist ja für die meisten Arten ja auch nicht gefährlich. Es ist ein normaler Prozess. Denn auch viele Arten aus unseren Regionen, also aus Nordeuropa, wie zum Beispiel Camponotus herculeanus, Lasis pruneus oder Formica fusca und so weiter, leben ja auch im Wald, im morschen Holz oder beziehungsweise faulen Holz. Je besser das Nest durchlüftet wird, umso länger hält natürlich der Kork. Aber die Feuchtigkeit muss natürlich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden. Ja, also unsere Korknester, die bestehen halt aus so gepressten Naturkorkstücken, die mit einem für die Tiere ungiftigen Harz verleimt sind. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.